Dann geht's los. Ich beginne mit einer Luftmaschenkette. Diese häkle ich wieder direkt aus festen Maschen. Ihr könnt aber auch ganz normal eine Luftmaschenkette anschlagen, dann bitte aber mit einer halben Nadelstärke größer. Ich schlage hier 2 Luftmaschen an, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, dass die Kette elastisch bleibt, durch eine Schlaufe und dann wieder durch 2. Nächste gebildete Masche, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und wie ihr seht, geht das Ganze recht schnell und ihr habt danach eine schöne elastische Kette aus festen Maschen, spart euch somit Hin- und Rückreihe. Und nun schlagen wir die Kette so weit an, wie ihr diese benötigt für eure errechnete Maße. Kette dann so weit gehäkelt ist, alles einmal durchgezählt, teilbar durch 8, beginnen wir mit 3 festen Maschen in die ersten 3 Maschen. Sechs Luftmaschen, 3 Maschen freilassen. Und ab der 4. in die nächsten 5 jeweils eine feste Masche, also 5 feste Maschen direkt hintereinander häkeln. Danach wieder 6 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 5 feste Maschen häkeln. Sechs Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und wieder 5 feste Maschen. Und so bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 6 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und nochmal 3 feste Maschen am Ende häkeln. Dass sowohl Anfang als auch Ende gleich sind. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit einer Wendeluftmasche und häkeln in die ersten 2 festen Maschen jeweils eine feste Masche. Die letzte lassen wir aus. 3 Luftmaschen und in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun in die 5 festen Maschen in die Mitte 3 feste Maschen, also links die erste und die letzte bleibt unbehäkelt und in der Mitte die 3 festen Maschen, jeweils eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen, dann kommen wir wieder zu den 5 festen Maschen, dort wieder in die Mitte 3 feste Maschen, also die linke erste Masche und die rechte bleiben unbehäkelt und die 3 in der Mitte werden mit jeweils einer festen Masche bestückt. 3 Luftmaschen und wieder in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 3 Luftmaschen und in die 5 festen Maschen nur 3 feste Maschen häkeln. Und so dann bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und in die letzten 2 festen Maschen 2 feste Maschen häkeln. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Eine Luftmasche und nur eine feste Masche direkt in den Anfang häkeln. 3 Luftmaschen und nun eine feste Masche um die Kette
vor der festen Masche. Dann eine feste Masche in die feste Masche und eine feste Masche danach um die Kette. 3 Luftmaschen. Und nun haben wir jetzt hier auch nur 3 feste Maschen. Dort kommt eine in die Mitte. 3 Luftmaschen. Und nun wieder eine feste Masche um die Kette vor der festen Masche. Eine feste Masche in die feste Masche und eine danach um die Kette. 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte der 3 festen Maschen. 3 Luftmaschen, wieder vor die feste Masche eine feste Masche, in die feste Masche eine feste Masche und danach. Und so nun immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, 3 feste Maschen und so wie am Anfang an der Seite nur eine feste Masche häkeln. Reihe 4 beginnen wir mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und 3 Luftmaschen, um rüber zu kommen. Also 6. Und häkeln nun eine Masche vor die 3 festen Maschen, danach alle 3 festen Maschen mit jeweils einer festen Masche und eine feste Masche danach um die Kette herum, sodass wir 5 feste Maschen haben. 6 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe, also die eine bleibt aus, und wieder vor die 3 festen Maschen eine feste Masche, alle 3 festen Maschen mit jeweils einer festen Masche behäkeln und eine feste Masche danach, sodass auch hier wieder 5 feste Maschen sind. 6 Luftmaschen, die eine auslassen, überspringen, das ist fertig, wieder zu den 3 festen Maschen rüber und aus 3 5 häkeln. Und so bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Reihe 5 beginnt jetzt wieder mit einer festen Masche direkt über dem Stäbchen, 3 Luftmaschen und machen jetzt aus den 5 festen Maschen wieder 3. Die erste feste Masche bleibt frei, die 3 in der Mitte werden mit jeweils einer festen Masche behäkelt und die letzte bleibt frei. 3 Luftmaschen und in den Bogen in die Mitte eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder aus 5 3 feste Maschen machen, indem wir die erste frei lassen und in die 3 festen Maschen in der Mitte 3 feste Maschen häkeln und die letzte frei lassen. 3 Luftmaschen und in die Mitte des Bogens wieder eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder aus den 5 festen Maschen 3 machen. Und so bis zum Ende. Am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die dritte Masche von unten. Und das war Reihe 5. Reihe 6. Wir beginnen mit einer Luftmasche und in die ersten 2 festen Maschen jeweils eine feste Masche. Die letzte bleibt unbehäkelt. 3 Luftmaschen und in die Mitte der 3 festen Maschen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und aus dieser einen machen wir wieder 3, indem wir davor eine feste Masche um die Kette häkeln, eine feste Masche in die feste Masche häkeln und eine danach.
3 Luftmaschen, in die Mitte der 3 eine feste Masche, 3 Luftmaschen und wieder aus einer festen Masche 3, indem wir eine davor um die Kette, eine in die feste Masche und eine danach häkeln. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und so wie am Anfang eine feste Masche um die Kette herum und eine feste Masche in die feste Masche der Vorreihe. Das war Runde 6. Kommen wir zur Reihe 7, die die erste Reihe wieder wäre. Diese verteilen wir dann, indem wir 3 feste Maschen zu Anfang häkeln, 2 in die der Vorreihe, eine um die Kette herum, 6 Luftmaschen und 5 feste Maschen. Eine feste Masche vor die 3, jeweils eine feste Masche in die 3, die schon vorhanden sind, und eine feste Masche danach um die Kette. 6 Luftmaschen und auch hier wieder eine davor, in jede der 3 vorhandenen jeweils eine feste Masche und eine danach. 6 Luftmaschen, rüber zu den nächsten 3 und aus dieser auch wieder 5 häkeln. Also original wie Reihe 1. Und dann geht es wieder von vorne los. Am Ende der Reihe 6 Luftmaschen und in die letzten 3 eine feste Masche. Also eine um die Kette und in die letzten 2 der Vorreihe jeweils eine feste Masche. Und so ist Anfang und Ende gleich und das Muster ist soweit fertig.